Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die zweite Episode unseres Abenteuers Mediterranes Leben aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, wir sind in unserer Stadt Lixus und wir schauen mal, was uns dort nun erwartet und welche Ziele wir erreichen müssen. Die Phönizier nutzen die jüngst erweiterten Säulen des Herkules bereits rege. Nun ist es an der Zeit, ihrem Beispiel zu folgen. Die Länder rund um das Mittelmeer sind schon seit langer Zeit besiedelt. Zwar können die dort ansässigen Zivilisationen auf keinen Fall so hoch entwickelt sein wie die Gesellschaft der Atlantiden, aber wahrscheinlich haben sie dennoch eine Menge Waren anzubieten. Eine Schar eifriger Abenteurer hat eingewilligt, das Gebiet zu erkunden und Beziehungen zu den Völkern zu knüpfen, denen sie begegnet. Derweil sollte Lixus zu einer blühenden Metropole ausgebaut werden, um den Handel zu erleichtern und die Angehörigen fremder Kulturen zu beeindrucken, die die Stadt besuchen werden. Die zweite Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Die Erforschung des Meeres. Ja, und wir sollen Lixus weiter ausbauen. Das heißt, wir brauchen mindestens 8 Handelspartner und wir brauchen einen Jahresgewinn von mindestens 7.500 Drachmen. Wir müssen 64 Stränge Wolle für die Kolonie zur Verfügung stellen und wir sollen ein Heiligtum einer beliebigen Gottheit errichten. Ja, einiges, was wir in unserer Stadt jetzt machen müssen und wir kehren auch direkt zurück nach Lixus. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Die erste Episode war sehr umfangreich gewesen. Wir mussten unsere Stadt ziemlich weit schon ausbauen, da wir 2 Helden rufen mussten, Odysseus und Herkules. Deswegen haben wir hier schon unser Wohngebiet der Arbeiter sehr weit ausgebaut, auch den Stadtpalast schon errichtet. Ja, wir können Marmor herstellen und wir können Wolle produzieren. Ja, und ihr seht jede Menge Karotten, die wir hier anbauen können. Bedingt durch unsere Helden mussten wir auch ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen schon aufbauen. Ja, und haben hier auch schon entsprechend das Versorgungszentrum. Ja, und da wir Herkules als Held rufen mussten, haben wir auch schon ein Hippodrom in unserer Stadt. Viele Handelspartner haben wir im Moment nicht. Wir haben Estonia, die uns mit Olivenöl versorgt und wo wir Wolle verkaufen können. Und wir haben Atlantis, die uns mit Wein versorgt und wo wir ebenfalls Wolle verkaufen können. Gut, gehen wir die Bauoption nochmal ganz kurz durch. Also, bei der Landwirtschaft hat sich nicht viel getan. Karottenfarmen und Wollsammelstellen. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien weiterhin nur die Steinmetzwerkstatt. Allerdings haben wir jetzt auch Werkstätten. Wir können Skulpturen herstellen. Gut, hier ist alles gleich geblieben. Hier auch, auch bei der Wissenschaft. Bei der Mythologie können wir jetzt die ersten Heiligtümer bauen. Wir können die Zitadelle des Poseidons und die Säulen des Atlas errichten. Gut, beim Militär können wir unsere Stadt befestigen und bei den Militärwerkstätten haben wir jetzt den Fregattenhafen, die Waffenschmiede, den Pferdehof und die Wagenfabrik. Also wir können jetzt unsere gehobenen Wohnungen eigentlich maximal entwickeln. Ja, bei der Ästhetik haben wir weiterhin bei den Verschönerungen auch Alleen und Prachtstraßen. Und bei den Erholungsgebieten ein großes Portfolio, um unsere Stadt zu verschönern. Ja, wir können jetzt Waffen und Skulpturen herstellen. Dann schauen wir mal direkt auf die Weltkarte. Ja, da jetzt die Meerenge erweitert wurde, haben wir neue Handelspartner im Mittelmeerraum. Wir haben Karthager als Verbündeten, kauft bei uns Wein und verkauft uns Fleisch und Bronze. Aha, hier kriegen wir also die Bronze her. Wir haben Sidon in den Levanten, kauft Marmor bei uns und verkauft uns Rüstungen. Und wir haben Tyre, kauft Bronze, verkauft uns Holz und Wein. Ja, und wir haben hier die altbekannten
Handelspartner Gades kauft schwarzen Marmor und Wein und verkauft Wolle. Atlantis kauft Wolle und Olivenöl, verkauft Orikal und Wein. Mestonia kauft Wolle und Orikal, verkauft schwarzen Marmor und Olivenöl. Und eBay kauft Olivenöl und verkauft uns Fisch und Skulpturen. Gut, also Skulpturen und Rüstungen können wir gar nicht verkaufen, brauchen wir gar nicht herzustellen. Wir könnten sie einkaufen. Allerdings brauchen wir ja auch Skulpturen für unser Heiligtum. Gut, den Pausenmodus können wir mal auflösen. Ja, wir haben ja in der ersten Episode hier das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufgebaut, haben aber noch keine Händler auf der Agora, weil die Residenzen, die sich jetzt hier entwickelt haben, noch genug Nahrungsmittel, Wolle und Olivenöl haben. Wir sollten aber jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass auch später unsere Bürger in den gehobenen Wohnungen entsprechend versorgt werden. So. Und dann können wir auch schon den Waffenhändler bauen und wir können auch schon den Weinhändler hier aufbauen. Oh, Flut. Wo haben wir die Flut? Ah, hier. Die Meerenge ist jetzt durch die Flut geöffnet. Dadurch ist leider jetzt hier unser Pier von Mestonia zerstört worden. Okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, auch diesen Bereich hier schiffbar zu machen. Dann können wir nämlich hier die ganzen Piere errichten. Okay, wir bauen aber trotzdem hier das Pier mal wieder auf. Das können wir nämlich jetzt so bauen. Genau so. Architekt. Und natürlich die Sperre. So, und dann können wir hier das wieder einstellen, dass Wolle verkauft wird. So, und Olivenöl sollten wir auch einkaufen. Gut. Hier ist die eine Steinmetzwerkstatt ja eingestürzt, da habe ich den Schutt schon weggeräumt und hier habe ich die andere Steinmetzwerkstatt durch einen Architekten entsprechend ersetzt. So, dann bauen wir jetzt hier 2 weitere. So, und wir können schon entsprechend das Heiligtum bauen. Wir haben genug Marmor. Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. Ja, Poseidon macht schon Werbung, allerdings ist das Heiligtum für Poseidon so groß und wir haben so wenig Bauplatz. Am liebsten würde ich ja hier auf diesem Plateau entsprechend ein Heiligtum bauen, nur da passt selbst das Heiligtum für Atlas nicht drauf. Ja, und wir werden auch das Heiligtum für Atlas bauen, weil es einfach etwas kleiner ist. Ja, und wir können auch dann sicher sein, dass Atlas hier unsere Steinmetzwerkstätten unterstützt. Und wenn wir noch irgendwas bauen sollten, können wir da entsprechend auch auf seine Hilfe hoffen. Gut, deswegen würde ich das Heiligtum hier hinbauen. Mal hier das alles wegnehmen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier noch weitere Piere bauen können. So, die Säulen des Atlas. Das ist mal so eine große Frage, ob man das jetzt nochmal dreht oder nicht. Ich drehe es jetzt einmal. Mal gucken, in welche Richtung es dann schaut. Gut. So könnte man es bauen. Dann können wir da noch die Piere errichten. Oder gehen wir ganz ran? Könnte man auch. Ne, wir machen das so. Hier die Verbindung und dann brauchen wir 2 Kunsthandwerkergilden. Die können wir hier an unseren Stadtpalast bauen. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Hier passen leider keine Piere hin. Das habe ich schon ausprobiert. So, da sind die Steine im Weg.
hier seht ihr das. Überall sind Steine. Hier geht es wieder. So, das können wir bauen und hier können wir auch bauen. Das ist doch gar nicht schlecht. Oh, ja, durch den Bau des Heiligtums bin ich tief in den roten Zahlen geraten und wir kriegen nochmal eine Unterstützung von Sidon. 3000 Drachmen nehmen wir an, vielen Dank. Gut, ja, jetzt kann hier erstmal gebaut werden. So, wir brauchen ja Holz und auch Skulpturen. Die Skulpturen könnten wir fordern. Und zwar bei eBay. Gucken wir mal. Ja, können wir. Fordern wir doch mal. Das ist doch nett. Dann baue ich aber hier noch ein Warenlager. So, das kann die Skulpturen annehmen. Ja, das ist mir klar. Dann entwickeln wir mal hier dieses Wohngebiet sukzessiv weiter. Und zwar mit Parkanlagen. So, also so richtig gut verdienen tut man hier nicht. Ich gucke noch mal ganz kurz nach unseren neuen Handelspartnern. Ja, Karthage ist noch interessant. Die haben Bronze, die brauchen wir für unsere Rüstungen. Ja, Sidon kauft Marmor. Das ist schon mal gut. Und Tyre verkauft uns das Holz. Auch gut. Dann bauen wir doch schon mal das Pier von Sidon. Das kann hier hin. Na. Das war nicht richtig, was ich da gebaut habe. So, bitte. Und dann müssen wir natürlich hier auch einen Architekten platzieren und natürlich die Sperre. So, dann können wir jetzt hier schon mal Marmor verkaufen. Oh, 24 Einheiten, das ist gut. Ja, und eBay gewährt uns die Skulpturen. 6 Stück, das ist wunderbar. 4 Stück brauchen wir für das Heiligtum. Na, wir brauchen noch Arbeiter. Und wir könnten noch ein bisschen mehr Marmor verkaufen. Ne? Dann würde ich jetzt noch eine Steinmetzwerkstatt hier aufbauen. Dafür müssen wir aber die Sperre verschieben. Und dann haben wir auch wieder wenig Geld noch in unserer Kasse. Wir können Wolle verschenken. So, Tyre kann uns Holz schenken. Die kriegen jetzt erstmal Wolle von uns. Ein großes Geschenk Wolle. Ja, und ihr seht, Karrenschieber mit Möhren, die kein Silo haben. Das Silo jetzt mal so einstellen, dass hier entsprechend auch komplett Möhren bzw. Karotten eingelagert werden kann. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass Memphis entdeckt wurde. Oh, wir sind jetzt schon in Ägypten. Da ist Memphis, die alte Hauptstadt, und verkauft uns allerdings nur Weizen. Das ist im Moment jetzt nicht so interessant für uns. So, und hier in der Mitte unseres Wohngebietes müssen wir auch ein paar Verschönerungen durchführen. Bänke. Ja, sehr gut.
So, Türe dankt für das Geschenk. Gern geschehen. So, dann bauen wir jetzt noch das Pier von Karthago. Das können wir hier ganz dran setzen. So, passt dann hier noch eins hin. Das wäre natürlich schön. So passt eins. Das sieht aber doof aus, ne? Aber egal. Doch, so passt es auch. So, gut, dann bauen wir das nachher so. Ja, unsere Stadtkasse ist weiterhin eher gering. Aber jetzt, wo wir Marmor auch noch verkaufen können, sollte das eigentlich doch sich erhöhen. Allerdings haben wir ja jetzt auch das Heiligtum gebaut. Und ich würde jetzt das Holz tatsächlich auch fordern. Ja, Memphis kauft mehr Wolle. Das hört sich super an. Und wir haben mittlerweile schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Lixus. Ja, Memphis hatte eben ja nur Weizen verkauft, kauft jetzt Wolle. Wunderbar. Dann bauen wir doch jetzt hier das Pier von Memphis. Das passt ja hier so wunderbar hin. Ja, das ist mir klar. So, dann können wir hier auch Wolle verkaufen. Und wir können den Weizen für unsere Pferdehöfe oder den Pferdehof, den wir jetzt haben, entsprechend auch dann einkaufen. So, ich frage mal Türe, ob sie uns Holz geben. Oh, das tun sie, das ist auch nett. So, dieses Warenlager hier, wo wir Marmor einlagern, kann auch Holz annehmen. Aber wir sollten nachher ein separates Warenlager für Holz noch bauen. So, den Weineinkauf können wir jetzt mal stoppen. Ich wundere mich, dass ich hier irgendwie kaum richtig Geld erwirtschafte. Das reicht ja jetzt erstmal und unsere gehobenen Wohnungen können sich ja gar nicht weiterentwickeln, weil wir erstmal Rüstungen brauchen. Memphis verkauft mehr Weizen. Das ist nett, aber das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und Türe gewährt uns Holz, 12 Holzbretter. Vielen Dank. So, die Waffen brauchen wir ja nur für unsere gehobenen Wohnungen und gegebenenfalls für die Fregatten, naja, und eventuell für die Exporte. Die Frage ist, ob wir nicht hier eine kleine Waffenproduktion starten wollen oder doch eher hier. Gute Frage. Wir haben ja jetzt hier das Pier von Karthago, wo wir Bronze einkaufen können. Naja gut, man könnte auch hier eine kleine Waffenproduktion starten oder hier. Das ginge auch. Ach, dann machen wir das hier. Würde ich hier schon mal ein Warenlager bauen. Das kann die Rüstung annehmen. Die Sperre würde ich versetzen. Und wenn wir nachher genug Geld haben, können wir auch anfangen, Bronze zu importieren. Aber im Moment würde ich das jetzt noch nicht machen. Im Moment sind wir mit dem Bau unseres Heiligtums beschäftigt. Wie viel Holz brauche ich denn nochmal dort? 20 Ladungen Holz. Okay, gut. Da müssten wir nochmal fordern. Dafür müssten wir aber hier denen nochmal ein Geschenk machen. Nochmal Wolle? Ja. Mittleres Geschenk Wolle. So, jetzt sind nämlich die Bodenplatten alle verlegt. Jetzt kommt das Tempelgebäude dran. Da kommt schon das ganze Material. Ja, der Arbeitsmarkt sieht immer noch nicht so ganz gut aus. Wir müssen auch jetzt hier nochmal Parkanlagen bauen, damit sich diese Gebäude auch weiterentwickeln. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten?
Ja, das ist nicht eingestellt hier, das Lagerhaus für Olivenöl. Das steht auf 32. Oh, das müssen wir mal umstellen auf 12. Wir kaufen uns ja hier tot mit Olivenöl. Ja, daran muss man auch wirklich denken, dass die Lagerhäuser richtig eingestellt sind. So, jetzt dürften wir eigentlich gut Geld verdienen. Da kommen neue Bürger. So, und Tiere, Dank nochmal für das Geschenk. Gern geschehen. Ja, da wird das letzte Holz, was wir noch haben, zum Heiligtum gebracht. Wir gucken nochmal, ob man uns Holz gibt. Nee, das funktioniert jetzt nicht. Müssen wir jetzt tatsächlich einkaufen. Gut, dafür brauche ich aber erstmal noch ein Pier. So, warum kann das nicht hier hin? Ja, wegen... Oh, Moment, da war es doch gerade gewesen. So. Passt wunderbar. So, dann müssen wir jetzt hier etwas Holz einkaufen. Also 10 Einheiten. Hier nehmen wir das Holz jetzt raus. Oh, der Handel mit Karthago wird eingestellt. Das ist nicht nett. Jetzt kann ich keine Waffen produzieren. Aber wir könnten Rüstungen nachher einkaufen. Oder der Handel wird nachher wieder aufgenommen. Das kann natürlich auch durchaus sein. Bauen wir erstmal unser Heiligtum fertig. Gut, jetzt wo wir keinen Wein mehr einkaufen und das Olivenöl ist auch limitiert ist, wächst unsere Stadtkasse endlich. Ja, jetzt wo wir so viel Nahrungsmittel, Wolle und Olivenöl haben, können wir unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen noch etwas erweitern. Also hier passt auf jeden Fall noch eine Parzelle hin. So. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Thebes oder auch Theben entdeckt wurde, also auch im alten Ägypten. Gucken wir jetzt auch gleich mal nach, aber erstmal hier. Ja, da ist es nicht attraktiv genug. Das können wir aber mit einem Denkmal ganz schnell verbessern. So müssten wir das bauen oder so. Wir können es auch so bauen, ne? Dann müsste das hier passen. Ja. Es dauert immer ein bisschen, bis die Attraktivität sich erhöht. So, jetzt geht's. So, dann schauen wir mal nach Theben. Ja, Theben liegt hier ganz weit im Süden am Nil, auch eine alte ägyptische Stadt, handelt aber noch nicht mit uns. Okay. Ist allerdings ein Verbündeter. So, Holz brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und wir kriegen die Mitteilung, dass Theben mehr Marmor kauft. Aha, der nächste Handelspartner, der Marmor bei uns kauft. Und die Mitteilung, dass Argos entdeckt wurde. Ja, Argos kennen wir schon aus den Abenteuern von Zeus. Hier haben wir Argos, ist allerdings ein Rivale. Braucht Rüstung und verkauft Weizen und Olivenöl. Ja, und Theben kauft jetzt Marmor. Sehr gut. So, dann bauen wir hier noch das Pier von Theben. Passt das hier hin? Ja, das passt. Sehr gut. Dann machen wir hier die Erweiterung. Und dann sollten wir aber auch hier... kann hier ein Fregattenhafen hin? Sehr gut. Dann baue ich den Architekten woanders hin. Nämlich hier.
So, und unser Tempelgebäude ist auch fertiggestellt. Sehr gut. Jetzt kommen die Skulpturen. Jetzt bin ich wieder mal gespannt, in welche Richtung Atlas guckt. So, da kommen die ersten 2 Skulpturen. Er guckt ins Landesinnere. Okay, gut. Ja, es wäre schön gewesen, wenn er zur See geguckt hätte, aber wie gesagt, bei so einem Grundriss weiß man nicht, in welche Richtung er dann guckt. Ja, wir sollten auch bei Theben mal einstellen, dass wir Marmor verkaufen können. So, dann können wir die Straße auch mal hier rumbauen. So. Theben verkauft mehr Wein. Ah, okay. So, wie sehen unsere Ziele eigentlich aus? Also 8 Handelspartner haben wir, ja den Jahresgewinn von 7.500, da müssen wir noch einiges machen. Ah, wir müssen ja auch noch die Wolle für die Kolonie zur Verfügung stellen. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unsere 4 Marmorplatten für den Altar. Allerdings das, was da gerade angeliefert kommt, ist, glaube ich, eher für unsere Handelspartner. So, hier muss noch eine Sperre hin, sonst geht der Architekt hier diesen ganzen Weg. Das muss auch nicht sein. So, die 4 Marmorplatten für den Altar sind angeliefert worden und unser Heiligtum für Atlas ist fertiggestellt und auch in Betrieb. Wunderbar, Atlas erscheint schon. Wir können die Kunsthandwerkergilden abreißen. Gut, jetzt können wir jede Menge Marmor verkaufen. Noch ein paar Verschönerungen für unser Heiligtum. Hohe Obelisken an den Ecken. Ja, und der Handel mit Karthago ist wieder eröffnet. Das ist doch nett. So. Das bauen wir jetzt mal so. So, und hier bauen wir jetzt ein Stückchen Allee. So, und dann hat auch hier das Heiligtum Zugang zu der Stadt und wir brauchen Mitarbeiter. Was brauchen wir denn? Oh, 44, das ist natürlich jede Menge. Lohnniveau mal auf hoch. Ja, jetzt wo Karthago entsprechend wieder Handel treibt, können wir unsere Bronze einkaufen. Mal so 8 Einheiten. Und bauen jetzt hier unsere 2 Waffenschmieden. Oh, Atlantis braucht Wolle, 9 Stränge, können wir verschicken. So, wie bauen wir das denn? So, ne? Ja. So, dieses Warenlager wird jetzt erstmal nur 12 Einheiten Wein annehmen und wird jetzt hier die Rüstung holen. So. Naja, Wolle haben wir noch genug. Ich wollte ja jetzt auf dieser Seite bei dem Wohngebiet der gehobenen Wohnung auch noch Parzellen ausweisen. Das müsste eigentlich noch gehen. Nicht attraktiv genug. Ja, da müssen wir noch ein Denkmal setzen. Oh, passt das denn überhaupt denn noch hin? Gehen wir mal von hier aus. So, hier geht es jetzt nicht mehr. Doch, hier geht's. Hier kann ich es noch bauen. Ja, Atlantis schätzt uns mehr. Alles gut.
Gucken wir mal eben. Ne, da passt es nicht mehr, aber so passt es. Oh. Gut, dann kriegen wir hier noch die eine Parzelle hin. Gut. Ja, jetzt verdienen wir richtig gut Geld. Allerdings haben wir kaum Mitarbeiter. Ich kann dieses Wohnhaus hier noch hochpushen. Ja, Parkanlagen. So, ja. Ach, da wandern aber noch welche ein. Das sollte eigentlich dann doch passen. So, Nahrungsmittel produzieren wir genug. Wir bauen nochmal 2 Wollsammelstellen auf. So. Ja, im Moment läuft eigentlich alles ganz gut. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass wir 32 Arbeiter benötigen, aber wir werden jetzt kein zweites Wohngebiet aufbauen. Das machen wir in der nächsten Episode, wenn wir wieder in Lixus sind. So, wir gucken mal, wenn das Jahr zu Ende ist, was für einen Jahresgewinn wir haben. Ja, wir könnten eine Karottenfarm, glaube ich, abreißen. Dann produzieren wir immer noch genug für alle. Ja, das ist, glaube ich, besser. Ja, und ich glaube, wir produzieren etwas zu viel Marmor. Da könnte man, glaube ich, auch noch mal eine Steinmetzwerkstatt abreißen. Ja, so können wir es tatsächlich lassen. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Schauen wir nochmal nach unserem Jahresgewinn vom letzten Jahr. Nee, das haben wir noch nicht erreicht. Das ist interessant, dass das immer noch so wenig ist. Okay, gut. Ja, wir haben halt relativ viel auch gebaut natürlich. So, wir können mal den Steuersatz auf hoch stellen. Dann können wir auch noch ein bisschen mehr generieren. Das können wir natürlich dann später wieder runtersetzen. Aber es geht ja jetzt darum, dass wir genügend Geld in diesem Jahr generieren. So, das Warenlager für Wolle ist voll. Dann können wir hier, wo wir Skulpturen angenommen haben, auch noch Wolle annehmen lassen. Ja, und dann kommen endlich die ersten Waffen zu unserem Warenlager der gehobenen Wohnung. Der Weg ist natürlich mega weit. Gut, aber unser Waffenhändler hat es nicht weit. Ja, und da hat sich auch schon die erste gehobene Wohnung weiterentwickelt. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Wir könnten allerdings Sidon mal fragen, ob sie uns Rüstung geben. Oh, nee, das nicht, aber wir könnten denen Marmor schenken. Ne? Großes Geschenk Marmor. Da haben wir mehr als genug und dann können die uns nachher mal Rüstung geben. Gut. Ja, ich denke mal, jetzt verdienen wir wirklich richtig Geld. Ich muss mich ein bisschen zügeln, jetzt hier nicht schon mit den Verschönerungen loszulegen, weil ich möchte ja den Jahresgewinn maximieren und nicht so viel Geld jetzt ausgeben. So, Sidon ist dankbar für den Marmor, den sie dringend brauchten. So, und dann kannst du uns doch jetzt Rüstung geben, oder? Jawohl. Dankeschön. Aber ich könnte doch schon mal hier Säulen bauen. Die kosten ja nicht so viel. So. Und ein paar Parkanlagen.
Und dann gefällt mir das sehr gut und ich denke mir mal, das wird jetzt unseren Gewinn nicht so stark geschmälert haben. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. So, dann können wir aber hier in der Mitte von unseren gehobenen Wohnungen auch mal das ein bisschen verschönern, ne? Oh, wir kriegen eine Forderung. Für das Fest in Gades werden 6 Holzbretter benötigt. Auch die haben wir noch. Das ist ja gut. Dann können wir das verschicken. So, und wir kriegen nochmal 6 Rüstungen von Sidon. Vielen Dank. Ja, und damit können wieder ein paar gehobene Wohnungen hier entsprechend versorgt werden. Ja, und Gades schätzt uns mehr. Ja, und das sieht jetzt hier auch sehr gut aus. Unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Wir werden jetzt noch keinen Weinhändler bauen. Die einzelnen Parzellen müssen jetzt erstmal alle mit Rüstungen versorgt werden. So, mittlerweile haben wir schon November. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir entsprechend das jetzt geschafft haben mit dem Jahresgewinn. Wir könnten schon mal hier auf unsere Bilanz gucken. So, und dann sehen wir haben das noch nicht ganz geschafft. Ach, okay, wir haben aber jetzt noch 2 Monate. Vielleicht schaffen wir es doch. So, das neue Jahr ist angebrochen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, wir haben es tatsächlich nicht geschafft. Das ist ärgerlich. Wir werden mal den Bronzeeinkauf stoppen. Ja, Olivenöl werden wir jetzt auch mal nicht einkaufen. Ja, und jetzt müssen wir doch noch mal ein Jahr warten. Aber dann müsste es jetzt tatsächlich zu schaffen sein. Ja, das Jahr ist wie im Fluge vergangen. Wir haben mittlerweile schon Dezember. Ja, und jetzt müssten wir aber den Jahresgewinn von 7.500 Drachmen geschafft haben. Ja, das neue Jahr hat begonnen und jetzt haben wir auch das Ziel erreicht, den Jahresgewinn von 7.500 Drachmen zu erreichen. Wir müssen jetzt nur noch 64 Stränge Wolle für die Kolonie entsprechend zur Verfügung stellen. Da haben wir schon 59 auf Lager. Wir werden jetzt einfach hier den Verkauf stoppen beim Estonia. Dann müsste das, glaube ich, schon reichen. So, ja, haben wir. Dann sammeln wir das. Und dann haben wir alle Ziele erreicht und können diese Episode erfolgreich abschließen. Wir sollten nur hier schnell wieder den Verkauf von Wolle starten. Ja, und Olivenöl kaufen wir natürlich jetzt auch wieder ein. Die Erforschung des Mittelmeerraumes erwies sich als sehr fruchtbar. Die Handelswege zwischen den Nationen des Mittelmeeres und Atlantis sind ausgelastet. Die Profite in Lixus steigen stetig. Wie nicht anders zu erwarten, konnte keine der Kulturen Atlantis das Wasser reichen. Die Ägypter sind so, wie die Mayas vor Jahrhunderten waren, primitiv und dringend auf die Wohltaten der Atlantiden angewiesen.
Bei den Griechen hingegen sieht das völlig anders aus. Sie bilden bei weitem die dünkelhafteste Zivilisation, der wir je begegnet sind, sofern man diesen Ausdruck überhaupt auf sie anwenden kann. Nachdem wir ihnen unser überlegenes Wissen vorgeführt und ihnen unsere vorzüglichen atlantischen Waren gezeigt hatten, schüttelten die Griechen drohend ihre Speere und befahlen uns, ihr Land zu verlassen. Es ist ja so traurig, wenn eine ganze Kultur in ihrer Unsicherheit nicht einsieht, dass ein überlegenes Volk ihr nur helfen kann. Derweil haben die Phönizier große Vorteile aus der Erweiterung der Säulen des Herkules gezogen. Sie fahren kreuz und quer über den Atlantik und treiben sogar mit unseren Mayas Direkthandel. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Atlantis den Phöniziern, denen Geld über alles zu gehen scheint, behilflich sein konnte. Da wir nun wissen, was sich da draußen im Mittelmeerraum befindet, wird es Zeit, weiter im Osten eine atlantische Kolonie zu gründen, um die Profite des Handels zu steigern. Ja, diese Episode haben wir erfolgreich abgeschlossen und Lixos zu einer Handelsmetropole entwickeln lassen. Ja, und in der nächsten Episode dieses Abenteuers gründen wir schon unsere erste Kolonie. Da bin ich sehr gespannt, wo es uns hin verschlägt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.